Diese drei Aktien stehen jetzt ganz weit oben auf meiner Watchliste. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Hier geht es ums langfristige Investieren und um den entspannten Vermögensaufbau. Und die erste Aktie, die ich jetzt hier gerne kaufen würde, ist Lotus Bakeries. Lotus Bakeries ist ein belgischer Hersteller von Backwaren, ja, und in erster Linie bekannt für diesen Lotus Biscoff Keks hier. Sie sind ja stark international am expandieren und haben einen Fokus mittlerweile auch auf gesunde Snacks und tatsächlich auch natürliche Zutaten. Und ja, denke, jedem ist klar, also Lotus und dieser Biscoff ist unglaublich bekannt. Die Marke ist eine Weltmarke und sie sind ja im Premium-Segment hier unglaublich stark positioniert und ist auf vielen fundamentalen Gesichtspunkten natürlich auch vielleicht eine spannende langfristige Geldanlage. Guck mal einen kleinen Blick hier rein in diesen Qualitätscheck. Also es ist ein relativ kleines Unternehmen, 6,8 Milliarden Euro Marktkapitalisierung im Moment. Und wenn wir uns die Performance anschauen, sehen wir, dass Lotus in den letzten Monaten deutlich an Federn lassen musste. Also vor allem hier ab 19 bzw. Dezember 2024 ging es hier dann wirklich rasant nach unten. Also das Allzeithoch wurde hier geschrieben am Oktober 24, aber vor allem so in den letzten Monaten ist hier das Tempo der Abwärtsbewegung immer schneller geworden. Wir stehen jetzt im Moment nur noch bei 8.400 Euro circa und das Allzeithoch war bei über 12.500 Euro, also schon wirklich eine relativ tiefe und ja eigentlich auch eine ungewöhnliche Korrektur für Lotus. Sehen wir ja auch hier, also langfristig hat die Aktie so eine historische Korrektur eher selten gemacht. Was die Bewertung angeht, da sehen wir, dass wir im Schnitt der letzten 5 Jahre jetzt tatsächlich auch endlich auf diesen historischen Niveaus angekommen sind. Also aus fundamentaler Sicht lohnt sich hier definitiv aktuell ein genauerer Blick. Generell sieht es auch bei den Prognosen sehr, sehr positiv aus, was Umsätze, Margen, Cashflows und so weiter angeht. Sehr gesunde Bilanz, also das Unternehmen ist definitiv sehr, sehr gesund. Das einzige Problem, das hier immer so ein bisschen mit reinspielt oder gespielt hat, war die Bewertung. Und wenn wir uns dabei die Bewertung auf Basis des bereinigten Gewinns anschauen, dann ist Lotus hier fair bewertet. Und das macht sie auch aus fundamentaler Sicht jetzt für mich so unglaublich spannend. Ist auch einfach eine sehr, sehr starke Aktie, die ja, sich durch ein wirklich starkes Geschäftsmodell auszeichnet, aber auch wirklich ein Dauerläufer, was den Kurs angeht, hier ist und beziehungsweise sehr, sehr lange auch war. Bevor wir da auf den Kurs kommen und uns den Chart anschauen, wenn du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es jetzt unbedingt Zeit. Ich stelle auch immer wieder mal unbekanntere Aktien vor, die nicht jeder gerade auf der Watchliste hat. Also gerne Abo dalassen und unbedingt Daumen nach oben, dass dieses Video auch neuen Leuten vorgeschlagen wird. Das hilft mir am allermeisten und da würde ich mich natürlich unglaublich drüber freuen. Gerne auch hier mit diesem Video interagieren, einen Kommentar dalassen, wäre sehr freundlich. So, jetzt gucken wir jetzt aber den langfristigen Chart an von Lotus Bakeries. Wir haben ja schon mal über die Aktie gesprochen. Generell ist es aber jetzt auch schon ein bisschen wieder her und seitdem haben wir hier eine historische Korrektur abgerissen. Wenn wir uns die Korrekturtiefe genauer ansehen und mal abmessen, wie viel Prozent wir hier nach unten schon gesehen haben, sehen wir, die Aktie ist mittlerweile minus 36% im Kurs gefallen. Mittelfristig haben wir die allerwichtigste Zone schon fast angelaufen. Also als erstwichtigste war das hier diese Kurslücke, die immer noch offen war von 2024. Die haben wir jetzt perfekt geschlossen und das würde sich meiner Meinung nach sogar schon anbieten als erstes Turnaround-Signal. Das ist schon ein wirklich gutes Zeichen, dass wir jetzt hier so eine positive Reaktion auf diese Kurslücke hatten. Gefällt mir sehr gut. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier jetzt auf diesem Niveau eine Bodenbildung sehen. Alternativ geht es nochmal ein Stück weiter runter bis maximal 7.250 bis 7.500 Euro ungefähr. Das wäre durchaus auch möglich und würde jetzt ja, den langfristigen Trend nicht mehr noch deutlich weiter beschädigen. Der ist eh schon ein bisschen beschädigt. Also es wäre natürlich schon besser, wenn wir uns jetzt hier auch auf diesem Niveau stabilisieren. Optimales Szenario wäre, wir kommen jetzt hier nochmal runter auf diese aufgerissene Lücke, vielleicht sogar bis 7.900, ziehen dann nach oben und dann bekommen wir ein Kaufsignal, sobald dieses Hoch hier überschritten wäre bei 8.600 Euro und das wäre natürlich dann ein perfektes Einstiegssignal.
Im Moment ja, bahnt sich da noch kein richtiges Signal an, müssen wir mal abwarten. Aber auf diesem Niveau, glaube ich, ist Lotus unglaublich interessant. Auch wenn wir uns diesen langfristigen Chart hier nochmal anschauen, übergeordnet. Also dann seht ihr ja schon, die Aktie korrigiert wirklich eher selten, ist ein absoluter Dauerläufer und hängt natürlich aber jetzt auch davon ab, ob das Unternehmen weiter wachsen kann, weiterhin so eine starke Marktposition hat, wie in der Vergangenheit. Also das sind auch einfach Themen, die hier mit in den Kurs reinspielen. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch eine historisch hohe Dividendenrendite bei Lotus von 0,63%. KGV liegt bei 55. Also da fange ich jetzt dann an, mir erste Anteile reinzulegen, entweder per Sparplan oder mit Stückaktien. Mal schauen, ob sich noch ein Kaufsignal ergibt. Bleibt also jetzt erstmal auf meiner Watchlist. Nächste Aktie, die ich heute dabei habe, ist Descartes System oder Descartes Systems. Schwer zu sagen, wie man das ausspricht, ist auf jeden Fall ein kanadisches Unternehmen, ist ein Anbieter von Logistik- und Supply Chain Software mit einem Fokus auf cloudbasierte Lösungen, also auch ein absoluter Megatrend. Sie haben viele Kunden aus dem Bereich Logistik bzw. Transport, aber auch dem Handel und profitieren da von effizienten Routen und Lageroptimierungen, die sie praktisch hier als Dienstleistung sozusagen anbieten. Ja, es gibt einen stetig wachsenden Bedarf durch diese zunehmende Digitalisierung der Lieferketten und das spielt hier Descartes natürlich auch unglaublich stark in die Hände und macht diesen Softwarebereich nochmal zusätzlich sehr, sehr spannend und die Aktie bzw. das Unternehmen hat natürlich auch sehr, sehr hohe Margen, wenn sie aus diesem Segment hier kommen. Und auch hier gucken wir uns mal die fundamentale Ansicht an von DSG bzw. Descartes System. Also das richtige Listing ist hier Kanada, es ist ein kanadisches Unternehmen und wir haben aktuell auch eine relativ niedrige Marktkapitalisierung von 8,5 Milliarden Euro und wir sind hier im Bereich Informationstechnologie unterwegs, also Tech. Wenn wir uns die Performance anschauen, sehen wir auch hier die Aktie wirklich unglaublich starker Dauerläufer, aber auch hier kleinere Korrektur jetzt ab dem Jahreswechsel. Hatten wir das Allzeithoch bei 175 Cut, jetzt sind wir nur noch bei 150 Cut. Haben wir auch schon eine wichtige Unterstützung angelaufen, also auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr spannende Aktie. Bewertungstechnisch auf Sicht der letzten 5 Jahre sehen wir, dass wir im Moment ungefähr fair bewertet sind. Also KGV bilanziert im Schnitt der letzten 5 Jahre lag bei 66,4 und da sind wir jetzt auch genau drauf. Also auch hier ähnliches Bild wie bei Lotus, aktuell doch diese faire Bewertung augenscheinlich vorhanden. Einziges Problem, was sich hier so ein bisschen ergibt, ist, dass die Prognose anzeigt, dass die Gewinne hier sinken sollen in den nächsten Jahren bis 2026 und erst ab 2027 wieder steigen sollen. Aber angeblich soll DSG es hier nicht schaffen, über 28 hinaus wieder die Niveaus von 2025 zu erreichen. Bei den Cashflows sieht es aber anders aus, da sieht die Prognose sehr, sehr positiv aus. Umsätze sollen weiter steigen, wir haben eine unglaublich stabile Nettomarge von 22%, gefällt mir auch gut. Was noch so ein bisschen Nachteil ist, dass hier sehr, sehr viel Goodwill drin liegt in der Bilanz, also ein wirklich ungesunder Anteil von Goodwill in der Bilanz. Da muss man nochmal einen Blick drauf werfen, aber ansonsten sieht die Aktie doch wirklich sehr attraktiv aus. Ja, und diese Analystenprognose sehen wir natürlich jetzt auch hier in diesem Chart. Da sieht es jetzt so aus, dass DSG knapp vor dem fairen Wert lag. Jetzt hängt natürlich das auch davon ab, wie kommen denn die Gewinne in den nächsten Jahren hier zustande, also der bereinigte Gewinn, wie wird der aussehen? Auf Basis des Cashflows sieht es ein bisschen anders aus, da sind wir jetzt 10% überbewertet und da gehen die Analysten aber auch von einer guten Steigerung aus. Also bleibt auch hier abzuwarten. Ich bin trotzdem bullish und glaube, dass das auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen ist. Ist aber nicht ein ganz einfacher Dauerläufer oder eine einfache Aktie zu managen. Das ist dann schon eher auch für ein bisschen risikoaffinere Anleger, würde ich jetzt mal sagen. Also wer da Lust hat, vielleicht auch einen spekulativeren Wert ins Depot zu legen, kann sich gerne mal hier DSG genauer anschauen. Bevor wir da jetzt noch auf den aktuellen Chart kommen, wenn du noch auf der Suche nach einem wirklich guten Aktienbroker bist, kann ich dir Finanznet Zero empfehlen. Den benutze ich auch selber und da gibt es auch jetzt noch bis zum 31.03. diese coole Aktion hier, also noch 5 Tage, 5% Cashback auf deine MSCI World Sparrate. Die lohnt sich natürlich jetzt doppelt, nachdem wir doch deutlich in der Korrektur abgerutscht sind in den letzten Wochen. Also gerne hier nochmal den ersten angepinnten Kommentar oder den Link in der Beschreibung auschecken und hier ein Konto eröffnen. Damit kannst du dann auch mich indirekt für meine Arbeit unterstützen und das ist natürlich sehr, sehr super.
Guckt mal jetzt hier den langfristigen Chart an von DSG und da seht ihr eben auch schon, also auch wahnsinniger Dauerbrenner, Dauerläufer, geht wie an der Schnur gezogen von links nach rechts oben und wir befinden uns jetzt hier in einer kleineren mittelfristigen Korrektur. Die allerwichtigste erste Zone ist hier diese Zone 2, die schon angelaufen wurde. Da haben wir auch schon unglaublich großen Wick bekommen. Also die Reaktion auf die Zone war sehr, sehr positiv. Zweitwichtigste wäre für mich hier im Bereich 110 Cut. Das wäre sehr, sehr attraktiv, wenn wir so weit runterlaufen. Ob das wirklich passiert, halte ich für eher unwahrscheinlich im Moment. Also diese wichtige Zone hier, die Zone 1, ist auch schon interessant. Wäre dann eher eine mittelfristige Korrektur und nicht so eine wirklich historische. Kurzfristig muss man aber auch sagen, dass jetzt diese Bewegung noch nicht ausgereicht hat für einen Einstieg. Also auch hier warte ich jetzt erstmal eine längerfristige Bodenbildung ab. Sollte die kommen, schaue ich es mir nochmal an bei einem Kaufsignal. Sollte sie nicht kommen und die Aktie läuft jetzt hier auch einfach in so einem Tempo zum Beispiel nach oben, so ungefähr, ja dann kann ich halt hier nicht mehr mit teilhaben an dem Anstieg, aber dann möchte ich sie auch nicht im Depot haben, also weil dann auch einfach das CAV für mich letztlich zu schlecht ist. Also das geht für mich auch immer so ein bisschen Hand in Hand, ganz klar. Und was jetzt hier noch die Aktie angeht, was man noch sagen muss, hier wird jetzt keine Dividende bezahlt und ist auch einfach eine Aktie, die sehr, sehr hoch bewertet ist, wo ja einfach wichtig ist, dass das Unternehmen wächst. Es ist noch relativ viel klein und da ist, denke ich, auch noch einiges an Wachstum drinnen. Gerade in dieser Softwarebranche gibt es hohe Margen und sicherlich auch noch viel an Wachstumspotenzial. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, war das Wachstum auf jeden Fall rasant, sowohl wie beim Gewinn als auch bei den Umsätzen. Also da sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Aber da könnt ihr mir gerne mal jetzt unten in den Kommentaren da lassen, was ihr von DSG haltet. Glaubt ihr, dass die Aktie ein guter Pick ist oder seht ihr das eher als zu spekulativ? Gerade aus Value-Investor-Sicht, ja, denke ich schon eine sehr, sehr spannende Frage. So, letzte Aktie, die ich dabei habe, die ich tatsächlich jetzt auch gekauft habe, ist Wolters Kluwer. Ja, das ist ein niederländischer Informations- und Softwaredienstleister für Fachbereiche wie Recht, Finanzen und Gesundheitswesen. Also sehr breit gefächert und sie bieten hier eben Compliance- und Datenlösungen für Unternehmen und Behörden an. Also sehr, sehr spannendes Unternehmen. Sie haben ja ein solides, krisensicheres Geschäftsmodell mit auch einem hohen Anteil wiederkehrender Einnahmen. Und das führt natürlich auch dazu, dass das Geschäftsmodell sehr, sehr vorhersehbar ist und das Unternehmen wirklich auch ja, zuverlässige Gewinne hier generieren kann. Auch hier gucken wir mal einen Blick auf die aktuelle fundamentale Situation im Aktienzylinder von Wolters Kluwer. Da haben wir im Moment eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden Euro, also schon ein etwas größerer Wert hier am Start. Ist ein niederländisches Unternehmen, also wir haben heute 3 Aktien dabei aus 3 verschiedenen Ländern. Einmal Kanada, einmal jetzt hier Niederlande und Lotus Bakers war Belgien. Also mal auch sehr interessante Aktien für die Diversifikation des US-lastigen Portfolios, wie es wahrscheinlich die meisten von euch haben werden. Auch hier können wir sehen, der Kurs ist deutlich zurückgekommen jetzt zuletzt hier, wenn wir die Einjahresansicht anschauen. Allzeithoch war bei 180 Euro. Deutlicher Kursrutsch, wir sind jetzt nur noch bei 140 Euro. Hier gab es so ein bisschen die Kassierung der Wachstumsaussichten bei dem Unternehmen. Zusätzlich ist der langjährige CEO am Zurücktreten, also der wird in Rente gehen oder sie wird in Rente gehen. Hat den Anlegern nicht ganz so gut gefallen, aber das habe ich jetzt persönlich hier auch mal als Chance gesehen und die Chance auch genutzt, um mal einen Fuß in die Tür zu stellen. Wenn wir uns die Multiples anschauen auf Sicht der letzten 5 Jahre, sehen wir auch, dass Wolters Kluwer jetzt so ziemlich fair bewertet ist. Wir sind da noch so 5-10% drüber, aber ich denke, das ist schon auch ein attraktives Niveau bei der Aktie. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal tiefer kommen und noch etwas seitwärts laufen müssen und auch einfach ein bisschen Luft ablassen müssen, ähnlich wie hier 2022. Also sowas kann ich mir gut vorstellen. Werden wir sehen, ob das dann noch dazu kommt. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal drinnen mit einer ersten Tranche und mal schauen, ob sich da noch spannende Situationen auch ergeben.
Prognosen sehen wir jetzt hier, also Umsätze, Gewinne, ja, die wachsen schön langfristig an, sieht sehr gut aus. Prognosen sind unglaublich attraktiv aus, also Wachstum soll weiter steigen, Cashflows sollen steigen, Nettomarge soll nochmal ein bisschen anwachsen, die liegt bei knapp 18,5%. Die Bilanz, ja, die ist relativ gesund, ist tatsächlich ein bisschen viel Goodwill mit drinnen. Man übernimmt eben hier auch mal ein paar Unternehmen und einiges auch an zurückgekauften Aktien. Das gefällt mir wunderbar bei der Aktie. Also das Unternehmen kauft sehr, sehr gerne eigene Aktien zurück. Das ist ein positives Zeichen und führt dann auch dazu, dass wir als ja, Aktionär da profitieren. Dividendenrendite beträgt tatsächlich im Moment 1,5%, also auch das schon, ja, ich denke, ein netter Wert, auch für Dividendenjäger. Hier sehen wir das, auf Basis des operativen Cashflows sind wir jetzt gerade noch 5 bis 10% überbewertet, also knapp über diesem fairen Wert. Wir sehen auch, dass die Aktie wirklich sehr, sehr selten hier fair bewertet ist, von dem her schon auch eine spannende Situation. Beim bereinigten Gewinn sieht es ähnlich aus und beim bilanzierten Gewinn dann logischerweise auch. Also schon sehr spannende Aktie, spannendes Geschäftsmodell. Wen das Unternehmen noch genauer interessiert, gerne mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich dann gerne auch dazu mal eine längere, größere Aktienanalyse machen zum Geschäftsmodell und so weiter, wenn es euch interessiert. So, Chart von Wolters Kluwer langfristig. Auch so ein wunderschöner Dauerläufer. Dieser Chart gefällt mir so gut. Also da kriegt man schon große Augen, wenn man das hier sieht. Sehr selten, dass hier mal die Aktie so schöne Korrekturen fährt wie jetzt. Man muss aber auch sagen, dieser Absturz ist schon ja, ziemlich aggressiv. Also minus 16% jetzt hier in dieser Monatskerze in der letzten, die bereits abgeschlossen ist. Und da brauchen wir jetzt auch eine etwas größere Bodenbildung. Wir haben jetzt auch schon angefangen, hier einen Boden zu bauen, hier unten. Das ist aber wirklich nur eine ganz, ganz kurzfristige Trendumkehr, die jetzt hier passiert ist und reicht eigentlich noch nicht aus, um langfristig einen ordentlichen Einstieg recht zu fertigen. Ich habe jetzt aber trotzdem schon mal das erste Signal hier genutzt, um mal den ersten Fuß wenigstens in die Tür zu stellen. Wer da etwas konservativer vorgehen möchte, der sollte auf jeden Fall noch etwas mehr Kursentwicklung hier abwarten. Und einfach ein Kaufsignal nutzen, das in der übergeordneten Zeiteinheit etwas stattfindet, zum Beispiel auf Tagesbasis und eher nicht auf Stundenbasis. Wir sehen auch, dass dieser Rutsch jetzt nach unten diese Kurslücke aufgerissen hat und wir hier jetzt eben gerade in einem Stabilisierungsversuch stecken, rund um dieses 38,2er Fibonacci Retracement. Und man muss auch dazu sagen, sollte die Aktie noch weiter fallen und sich nicht auf diesem Niveau halten, würde das tatsächlich die Dynamik schädigen. Also wenn wir jetzt runterfallen auf 120 Euro, das wäre schon eher untypisch für die Aktie, dann müssten wir uns eigentlich neu aufbauen mit einem dynamischen Trend. Deswegen ist meines Erachtens hier die Wahrscheinlichkeit schon deutlich erhöht, dass wir uns auf diesem Niveau jetzt stabilisieren. Aber wie gesagt, es gibt jetzt hier noch kein richtiges Kaufsignal auf der übergeordneten Zeiteinheit auf Tagesbasis, sondern nur sehr, sehr kurzfristig. Aber das ist natürlich immer keine Anlageberatung. Also ich bin jetzt bei WKL eingestiegen mit der ersten Tranche. Das heißt noch lange nicht, dass du das auch machen musst. Du handelst natürlich immer auf eigenes Risiko und ich kann nicht für etwaige Verluste, Gewinne oder ähnliches haften, die hier aufgrund der Umsetzung meiner Gedanken oder ähnliches entstehen. Deswegen nicht vergessen, also keine Anlageberatung. Das war jetzt hier meine Watchliste. Lotus Bakeries, der echt coole Snackkonzern, DSG als hier Logistik, Informationssoftwareanbieter und der Dienstleister WKL. Die 3 Aktien finde ich jetzt persönlich gerade spannend und WKL habe ich ja jetzt auch schon angefangen, meine Position aufzubauen. Das war's für das Video heute. Wenn es dir gefallen hat, jetzt unbedingt den Daumen da lassen. Vergesst es auf keinen Fall. Es hilft mir wirklich so viel weiter. Und natürlich auch gerne die Glocke anmachen, denn dann verpasst du auch keine spannenden Videos mehr. Wie zum Beispiel zu den Emerging Markets. Ja, ist es noch eine Wachstumschance, die sich hier vielleicht gerade anbietet bei den Emerging Markets? Oder sollte man da vielleicht weiterhin die Finger davon lassen? Wenn dich das interessiert, schau dir gerne mal das Video an oder auch gerne meine Analyse zu Accenture bzw. Cintas. Gerne jetzt auschecken. Danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.